Herzlichen Dank, Frau Prenzel, dass Sie heute zu uns gekommen sind und über Ihre Erfahrungen sprechen mit dem Voice-Implantat. Wie lange haben Sie denn schon das Voice-Implantat? Ich habe das Voice-Implantat im März 2021 bekommen, also jetzt knapp 10 Monate. Und wie war damals Ihre stimmliche Situation, bevor Sie das Implantat bekommen haben? Also ich habe in dem Jahr vor dem Implantat sehr unter einer rauen Stimme gelitten. Die Stimme war extrem leise, rau und heiser, aber gleichzeitig irgendwie piepsig und einfach unglaublich unzuverlässig. Ich habe, wenn ich das Telefon abgehoben habe, wenn ich irgendwie in einem Café was bestellt habe, nie gewusst, kommt überhaupt was raus? Welcher Ton kommt raus? Wie leise oder wie laut? Und ich habe auf alle Leute einfach immer verkühlt gewirkt, krank gewirkt, angeschlagen gewirkt und konnte mich auf die Stimme nicht verlassen. Und was war dann eigentlich der tatsächliche ausschlaggebende Punkt, dass Sie sich für die Implantation entschieden haben? Ich habe fast ein Jahr lang alle Alternativen versucht, behaupte ich. Also ich habe Logopädie sehr intensiv ausprobiert, habe auch mit Reizstromtherapie versucht, das Stimmband irgendwie wieder anzuregen, war beim Homöopathen, also ich hatte wirklich alle Möglichkeiten durch, meines Erachtens nach, und habe mir dann gedacht, okay, dann versuche ich doch diese Operation, weil ich ja von Anfang an von Ihnen vermittelt bekommen habe, dass es wahrscheinlich sehr erfolgsversprechend sein wird. Aber ich wollte mich einfach nicht gleich nochmal in eine Situation begeben, in der ich im Krankenhaus sein muss, mich operieren lassen, weil ich eben zuvor auch durch eine Operation überhaupt in die Situation gekommen war. Und deswegen habe ich ein bisschen Zeit gebraucht, um einfach alle Alternativen ausprobieren zu können vor einer Operation. Vor allem, wo wir ja dann gewusst haben, dass wir eigentlich eine permanente Lösung anstreben. Genau. Wie war das dann bei Ihnen eigentlich, die Operation? Wie haben Sie die empfunden? Die ist in einer Lokalanästhesie, also einer örtlichen Betäubung. Was war das für Sie für ein Erlebnis? Also vor der Operation selbst ist ganz normal um einen herum die Vorbereitung. Das kenne ich ja schon von anderen operativen Eingriffen. Ich habe dann Sie schon gekannt, die anderen Kollegen und Kolleginnen schon gekannt. Das war sehr angenehm, unmittelbar davor zu wissen, okay, ich bin in bekannten Händen. Und dann kann ich mich daran erinnern, dass ich einmal wieder aufgewacht bin, weil ich war ja schon sehr dösig und habe geschlafen. Ich bin aufgewacht und habe dann ein paar Stimmübungen gemacht. Ich habe immer die Stimme von der Frau Professor Schneider-Stickler gehört, die mir ein bisschen Ansagen gegeben hat, mich gefragt hat, wie es mir geht. Ich habe gemerkt, dass es ein Druck im Hals war, eben noch in dem Moment. Und am Schluss habe ich ja dann auch diese Töne noch mal länger gehalten. Wir haben einmal vor dem Implantat und einmal danach diese Aufnahmen gemacht. Und da habe ich dann auch gleich selber gehört, was das für ein Unterschied ist. Also das war dann schon auch sehr emotional, dann zu merken, so hat sich jetzt die Stimme verbessert. Ja. Hat der Druck noch lange angehalten, den Sie gespürt haben? Nein, ein paar Tage eigentlich bloß. Also noch im Krankenhaus ist es viel besser geworden. Und so die ersten 1-2 Wochen war ich, glaube ich, zu Hause noch ein bisschen vorsichtig beim Essen und beim Trinken, weil ich immer das Gefühl hatte, Mensch, kann irgendwas sein, wenn ich mich verschluck, auch wenn ich wusste, das ist nicht der Fall, aber das hat man so im Gefühl und ich habe mich ganz schnell dran gewöhnt. Also ich hatte vorher Bedenken, dass ich vielleicht das Gefühl habe, da ist irgendwas Künstliches im Hals drin und das spürt man irgendwie, aber das war überhaupt nicht der Fall. Hat die Operation dann die Erwartungen von Ihnen auch erfüllen können? Ja, auf jeden Fall mindestens erfüllt. Also es hat mir gezeigt, wie unglaublich wichtig die Stimme einfach ist fürs persönliche Leben und für den täglichen Umgang und hat mich einfach wieder wirklich besser am Leben teilnehmen lassen und mir wieder das Selbstbewusstsein gegeben, auf jeden Fall. Sehr gut. Und nach dieser langen Wartezeit eigentlich auch auf das Implantat, hat es dann Ihr Leben auch verändern können wieder? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also ich bin wieder eben, wie gesagt, selbstsicherer geworden. Ich bin wieder lieber unter Menschen. Es hat mich auch beruflich wieder bestärkt, weil ich eben vorher schon gezögert habe, überhaupt ans Telefon zu gehen, weil ich wusste, jedes Mal kommt, oh, Sie sind ja verkühlt, oh weh. Ich dachte mir, nein. Ja, und ich kann jetzt auch beruflich sogar einen Podcast machen, wo ja nur die Stimme zählt. Und das hätte ich mir überhaupt nicht denken lassen vorher, dass das möglich ist wieder. Wunderbar, ja. Dann hoffe ich, dass Sie weiterhin mit dem Implantat viel Freude haben und danke Ihnen nochmal sehr herzlich, dass Sie heute zu uns gekommen sind. Ja, vielen Dank auch. Dankeschön.